Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast zum Deutschlernen. Heute sprechen wir über einen normalen Tag in einer deutschen Familie. Du lernst viele Wörter und Ausdrücke, die Menschen jeden Tag benutzen. Wenn dir unser Podcast gefällt, dann abonniere unseren Kanal und aktiviere die Glocke, damit du keine neue Folge verpasst. Genau. Wir sprechen heute über den Morgen vor Schule und Arbeit. Du hörst einfache und natürliche Sätze aus dem Alltag. So kannst du dein Hörverstehen verbessern und gleichzeitig neue Wörter lernen. Der Morgen ist für viele Familien eine wichtige Zeit. Was passiert eigentlich in einer typischen deutschen Familie direkt nach dem Aufstehen? Die meisten Menschen stehen zwischen 6 und 7 Uhr auf. Oft klingelt zuerst der Wecker. Viele sagen dann, noch 5 Minuten. Aber am Ende müssen sie natürlich aufstehen. Die Eltern machen sich für die Arbeit fertig und die Kinder bereiten sich auf die Schule vor. Das kenne ich auch. Manchmal ist man morgens noch sehr müde. Was machen die Menschen normalerweise als erstes? Viele gehen zuerst ins Badezimmer. Sie duschen, putzen sich die Zähne und ziehen sich an. Danach gehen sie in die Küche. Dort wartet oft das Frühstück auf die Familie. Manche trinken Kaffee, andere lieber Tee oder Saft. Und was essen die Deutschen normalerweise zum Frühstück? Sehr beliebt sind Brot oder Brötchen mit Butter, Käse, Wurst oder Marmelade. Manche essen auch Müsli mit Milch oder Joghurt. Viele Familien frühstücken zusammen, aber nicht immer. Oft haben alle morgens wenig Zeit. Ja, besonders wenn Kinder zur Schule müssen, dann muss man sich manchmal beeilen. Genau. Eltern sagen oft, beeil dich oder wir müssen los. Das sind sehr typische Sätze am Morgen. Die Kinder packen ihren Schulranzen, kontrollieren ihre Hausaufgaben und ziehen ihre Jacke an. Gibt es in deutschen Familien feste Morgenroutinen? In vielen Familien schon. Die Menschen mögen einen festen Tagesablauf. Zum Beispiel steht die Familie jeden Tag zur gleichen Zeit auf. So läuft der Morgen ruhiger und organisierter. Natürlich ist nicht jeder Morgen perfekt. Manchmal findet jemand seine Schlüssel nicht oder ein Kind möchte nicht aufstehen. Das passiert bestimmt in vielen Familien. Dann wird es schnell etwas stressig. Ja, das stimmt. Aber die meisten versuchen trotzdem, ruhig zu bleiben. Viele Eltern bereiten schon am Abend einige Dinge vor. Sie legen Kleidung bereit oder machen die Brotdosen für die Kinder fertig. So spart man morgens Zeit. Das klingt praktisch. Und wann verlassen die Menschen normalerweise das Haus? Oft zwischen 7 und 8 Uhr. Die Kinder gehen zur Schule oder fahren mit dem Bus. Die Eltern fahren zur Arbeit oder arbeiten manchmal auch von zu Hause aus. Bevor sie gehen, sagen viele noch, schönen Tag oder bis später. Das sind schöne und freundliche Ausdrücke. So startet man gut in den Tag. Genau. Wenn alle das Haus verlassen haben, beginnt für jeden ein neuer Teil des Tages. Die Kinder sitzen jetzt im Unterricht und die Eltern sind bei der Arbeit. Dort warten neue Aufgaben, Gespräche und viele kleine Situationen aus dem Alltag. Der Morgen ist also vorbei. Jetzt hat jeder seinen eigenen Tagesablauf und beschäftigt sich mit Schule, Arbeit und anderen Aufgaben. Nachdem alle das Haus verlassen haben, beginnt der eigentliche Tag. Die Kinder sind in der Schule und die Eltern bei der Arbeit. Wie sieht ein normaler Schultag in Deutschland aus? Das ist natürlich von Schule zu Schule etwas unterschiedlich. Aber viele Kinder haben ihren Unterricht am Morgen. Die ersten Stunden beginnen oft zwischen 7 und 8 Uhr. Die Schüler lernen verschiedene Fächer wie Deutsch, Mathematik, Englisch, Geschichte oder Sport. Zwischen den Stunden gibt es kurze Pausen.
Was machen die Kinder in den Pausen? Viele gehen auf den Schulhof, sprechen mit Freunden oder essen einen kleinen Snack. Manche spielen Fußball, andere sitzen zusammen und unterhalten sich. Die Pausen sind wichtig, weil die Schüler sich bewegen und entspannen können. Und wie lange bleiben die Kinder normalerweise in der Schule? Das hängt vom Alter und vom Stundenplan ab. Manche haben schon am Mittag Unterrichtsschluss. Andere bleiben länger in der Schule. Viele Kinder essen mittags etwas und machen danach ihre Hausaufgaben oder nehmen an Aktivitäten teil. Das klingt nach einem vollen Tag. Und wie sieht es bei den Eltern aus? Viele Erwachsene beginnen ihre Arbeit zwischen 8 und 9 Uhr. Manche arbeiten im Büro, andere in einem Geschäft, einer Werkstatt, einem Krankenhaus oder von zu Hause aus. Am Arbeitsplatz gibt es oft Besprechungen, Telefonate, E-Mails und verschiedene Aufgaben. Heute arbeiten ja auch viele Menschen am Computer. Genau, besonders in Büros verbringen viele Mitarbeiter einen großen Teil ihres Tages am Computer. Sie schreiben Nachrichten, planen Termine oder bearbeiten Dokumente. Zwischendurch trinken sie oft einen Kaffee und sprechen kurz mit Kollegen. Gibt es auch eine Mittagspause? Ja, natürlich. Die Mittagspause ist für viele Menschen ein wichtiger Teil des Tages. Manche bringen ihr Essen von zu Hause mit. Andere gehen in ein Restaurant, eine Kantine oder kaufen sich etwas in einer Bäckerei. Oft spricht man während der Pause über den Alltag, das Wetter oder die Pläne für das Wochenende. Das sind Themen, über die fast jeder gerne spricht. Genau. Es sind einfache Gespräche, die man jeden Tag hört. Nach der Pause geht die Arbeit weiter. Die Menschen erledigen ihre Aufgaben und bereiten sich langsam auf den Feierabend vor. Und was machen die Kinder nach der Schule? Viele gehen nach Hause und essen etwas. Danach machen sie ihre Hausaufgaben. Einige treffen Freunde, machen Sport oder lernen ein Instrument. Andere entspannen sich einfach ein wenig und schauen fern oder lesen ein Buch. Also haben sowohl Kinder als auch Erwachsene tagsüber viele Aufgaben. Ja, das stimmt. Der Tag ist oft gut geplant. Jeder hat seine Termine und Verpflichtungen. Deshalb freuen sich viele Menschen auf den Abend. Dann kommt die Familie wieder zusammen und endlich haben alle etwas mehr Zeit füreinander. Nach Schule, Arbeit und vielen Aufgaben ist es schön, wieder nach Hause zu kommen. Dort wartet oft die Familie und gemeinsam kann man den Tag langsam ausklingen lassen. Nach einem langen Tag kommen die meisten Familien am Abend wieder zusammen. Viele Menschen freuen sich auf diese Zeit. Was passiert normalerweise, wenn alle nach Hause kommen? Oft begrüßen sich die Familienmitglieder zuerst und fragen, wie war dein Tag oder wie geht es dir? Das sind sehr typische Fragen im Alltag. Die Eltern erzählen etwas von der Arbeit und die Kinder berichten von der Schule. So bleibt jeder über den Tag der anderen informiert. Das finde ich schön. So kann man miteinander sprechen und sich austauschen. Genau. In vielen Familien ist das Abendessen ein wichtiger Moment. Alle sitzen zusammen am Tisch und essen gemeinsam. Das Essen ist oft nicht kompliziert. Es kann Brot mit Käse und Wurst geben, aber auch Nudeln, Reis oder ein warmes Gericht. Wird während des Essens viel gesprochen? Ja, oft schon. Viele Familien nutzen diese Zeit, um miteinander zu reden. Die Kinder erzählen von ihren Lehrern oder Freunden. Die Eltern sprechen über ihre Arbeit oder über Pläne für die nächsten Tage. Manchmal wird auch einfach über lustige Erlebnisse gesprochen. Das klingt sehr gemütlich. Was machen die Familien nach dem Essen? Das ist unterschiedlich. Manche Kinder machen noch Hausaufgaben, wenn sie noch nicht fertig sind. Andere spielen, lesen ein Buch oder verbringen etwas Zeit am Computer.
Die Eltern räumen vielleicht die Küche auf oder erledigen noch kleine Aufgaben im Haushalt. Haben die Familien auch Zeit für gemeinsame Aktivitäten? Ja, natürlich. Viele schauen zusammen einen Film oder eine Serie, andere spielen Brettspiele, gehen mit dem Hund spazieren oder unterhalten sich einfach im Wohnzimmer. Gerade nach einem stressigen Tag genießen viele Menschen die ruhige Zeit mit ihrer Familie. Ich glaube, diese gemeinsamen Momente sind sehr wichtig. Das stimmt. Im Alltag hat oft jeder viel zu tun. Deshalb freuen sich viele Familien, wenn sie am Abend etwas Zeit miteinander verbringen können. Es muss nichts Besonderes sein. Schon ein gemeinsames Gespräch oder ein gemeinsames Essen kann sehr schön sein. Und wann beginnt der Tag langsam zu Ende zu gehen? Meistens am späten Abend. Die Kinder machen sich für die Nacht fertig. Sie putzen ihre Zähne, ziehen ihren Schlafanzug an und gehen ins Bett. Viele Eltern wünschen ihren Kindern eine gute Nacht und lesen manchmal noch eine kurze Geschichte vor. Das machen viele Familien schon seit vielen Jahren. Ja, das gehört für viele einfach dazu. Danach haben die Erwachsenen oft noch etwas Zeit für sich. Sie schauen fern, lesen ein Buch oder sprechen miteinander über den nächsten Tag. Irgendwann werden auch sie müde und gehen schlafen. Dann endet ein ganz normaler Tag, aber natürlich sieht nicht jede Familie gleich aus. Manche Familien haben andere Gewohnheiten, andere Arbeitszeiten oder einen ganz anderen Tagesablauf. Genau, jede Familie ist anders. Trotzdem gibt es viele Dinge, die sich ähneln. Gemeinsame Zeit, Gespräche und kleine Rituale spielen für viele Menschen eine wichtige Rolle im Familienleben. Wir haben jetzt über einen typischen Tag in einer deutschen Familie gesprochen, aber natürlich sind nicht alle Familien gleich. Welche Unterschiede gibt es? Da gibt es viele Unterschiede. Jede Familie hat ihren eigenen Alltag. Manche Familien leben in einer großen Stadt, andere in einem kleinen Dorf. Deshalb kann der Tagesablauf ganz verschieden sein. Das stimmt. Menschen leben ja oft unter ganz unterschiedlichen Bedingungen. Genau. Manche Eltern arbeiten tagsüber, andere arbeiten am Abend oder in der Nacht. Zum Beispiel im Krankenhaus, in Restaurants oder bei der Polizei. Dadurch verändern sich auch die gemeinsamen Zeiten in der Familie. Und bei den Kindern gibt es bestimmt auch Unterschiede. Ja, einige Kinder gehen am Nachmittag zum Sport, andere lernen ein Instrument oder besuchen einen Verein. Manche haben viele Aktivitäten nach der Schule, während andere mehr Zeit zu Hause verbringen. Es gibt auch Familien mit einem Kind und Familien mit mehreren Kindern. Richtig. In großen Familien ist oft mehr los. Es gibt mehr Gespräche, mehr Termine und manchmal auch mehr Chaos. In kleineren Familien ist es oft etwas ruhiger, aber jede Familiengröße hat ihre Vorteile. Wie sieht es mit den Mahlzeiten aus? Auch dort gibt es Unterschiede. Manche Familien frühstücken und essen jeden Tag gemeinsam. Andere schaffen das nur am Abend. Einige kochen jeden Tag frisch, andere essen manchmal etwas Schnelles, wenn sie wenig Zeit haben. Heute gibt es auch viele internationale Familien. Ja, das ist sehr interessant. In Deutschland leben Menschen aus vielen Ländern. Deshalb sprechen manche Familien zu Hause mehrere Sprachen. Sie haben oft eigene Traditionen, Feste und Gewohnheiten. Das macht den Familienalltag vielfältig und spannend. Also gibt es nicht die eine perfekte Familie. Genau. Jede Familie organisiert ihren Alltag auf ihre eigene Weise. Wichtig ist nicht, dass alles perfekt läuft. Wichtig ist, dass die Menschen sich gegenseitig unterstützen, respektieren und Zeit miteinander verbringen.
Das gefällt mir. Oft denkt man, andere Familien machen alles besser, aber in Wirklichkeit hat jede Familie ihre eigenen Herausforderungen. Das stimmt. Manchmal läuft alles ruhig und entspannt. Manchmal gibt es Stress oder Probleme. Das gehört zum Leben dazu. Am Ende versuchen die meisten Familien einfach, ihren Alltag gut zu gestalten und füreinander da zu sein. Und obwohl die Familien unterschiedlich sind, gibt es viele Gemeinsamkeiten. Die Menschen arbeiten, lernen, essen zusammen, sprechen miteinander und verbringen Zeit als Familie. Genau, das macht einen normalen Familientag aus. Die Details können unterschiedlich sein, aber viele kleine Momente sind in den meisten Familien ähnlich. Deshalb können wir uns in vielen Situationen gut verstehen und wiedererkennen. Vielen Dank, dass du heute mit uns über den Alltag einer deutschen Familie gesprochen hast. Wir hoffen, dass du viele neue Wörter und nützliche Ausdrücke gelernt hast. Mit solchen Alltagsthemen kannst du die deutsche Sprache besser verstehen und leichter selbst sprechen. Genau. Je öfter du echtes Deutsch hörst, desto sicherer wirst du im Alltag. Danke fürs Zuhören. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, abonniere unseren Kanal und aktiviere die Glocke. Wir freuen uns, wenn du bei der nächsten Folge wieder dabei bist. Bis bald und viel Erfolg beim Deutschlernen. Der Wecker. Der Wecker klingelt jeden Morgen um 6 Uhr. Ohne Wecker würde ich oft zu spät aufstehen. Das Frühstück. Viele Familien essen zusammen Frühstück. Zum Frühstück esse ich oft Brot und Käse. Sich beeilen. Wir müssen uns beeilen, der Bus kommt gleich. Bitte beeile dich ein bisschen. Der Schulranzen. Das Kind packt seinen Schulranzen am Abend. Im Schulranzen sind Bücher und Hefte. Die Pause. In der Pause sprechen die Schüler mit ihren Freunden. Nach 2 Stunden Unterricht gibt es eine Pause.